Es ist Donnerstag, der 11. August, 12:30 am Nachmittag. Ich bin noch in Ledor, wo ich gestern hergekommen bin. Hat es mich zuerst ein bisschen geschockt, weil es ist nicht viel los hier. Der Laden ist nicht so gut zum Posten für die nächsten 5 Tage. War ja fast schon in die nächste Ortschaft gegangen. Oder ich habe versucht zu gehen. Aber der T-Dubs, ein anderer Wanderer, hat ein Problem mit dem Knöchel. Und setzt jetzt gerade ein bisschen aus und hat ein Fresspäckchen hier auf der Post. Und ich habe ein paar Sachen von ihm bekommen, die mir ein bisschen aushelfen für die nächsten 4,5 Tage. Bis zum Chief Joseph Pass, wo man dann wieder in die nächste Ortschaft Autostöppeln nach Derby. Ich habe jetzt abgemacht, am 1 in einer halben Stunde kommt der Randy mich abholen und bringt mich auf den Banuk-Pass zurück. Es ist jetzt 20 ab 1 und der Randy hat mich da am Banuk-Pass oben ausgeladen. Jetzt geht's los. Wandertag 108. Machen wir ein paar Meilen. Es ist 20 ab 5 und ich bin hier in der Quelle. Hier kann ich gerade den Rucksack abziehen, kurze Pause machen, Wasser nachfüllen. Es hat vorher so ein bisschen gedundert und es hat auch einige Wochen genommen. Es ist 5:06 und jetzt fängt es an zu regnen. Jetzt gehe ich schnell da bei den Bäumen ein bisschen runterstehen. Dann schauen wir, ob ich die Sachen anlegen und weiterlaufen oder wieder abwarten. Ja, hier ist schön trocken. So, 5:06. Ich habe die Sachen angelegt, bin gerade ein bisschen weitergelaufen. Aber ich bin jetzt gleich wieder unter. Gerade in Charme gestanden unter einem Baum. Weil der Wind kommt also. Und dann regnet es ein bisschen so in die Seiten. Ich habe vorher wieder ein bisschen angelassen. Ich dachte, es geht nicht in ein Stück. Und jetzt fährt es ein bisschen stärker. Aber es geht nicht weit. Ich habe wieder Bäume, wo ich am Schirm stehe.
ist gerade der Bauer mit dem Toyota vorbeigefahren. Das war, glaube ich, ein Kollege in der Kirche. Er hat gefragt, ob alles in Ordnung sei. Hätte ich, glaube ich, mitreiten, ich hätte wollen. Ein Stück. Aber ich glaube, es ist klar, es endet wieder auf. Kaum sagt man es halt, das wieder an. Jetzt dort sogar ganz leicht hageln. Kleine Hagelkernchen. Und der Wind gekehrt. Dummerweise. Ein besseres Plätzchen suchen. Und ich mir Schein machen. Es ist mittlerweile 10:09 Uhr, es ist wieder viel zu spät geworden. Und dann musste ich noch ein Plätzchen noch ausebnen und es hatte einen Haufen Steine gehabt. Ich musste einen Haufen Steine rauslassen. Ich habe mittlerweile ein Staatszelt und alles eingerichtet. Und die Nacht ist fertig gekocht, gehe ich jetzt noch essen. Und nachher gleich liegen. Es ist schon 7:45 an dem heutigen Freitag, 12. August. Später Start in Tag 109. Ich habe irgendwie gar keine Lust gehabt, morgen zum Schlafsack raus. Ich habe länger gelegen. Aber jetzt muss ich los. Es ist 9:30 und ich bin auf dem Lemi-Pass. Und anscheinend ist das eigentlich kulturell wichtig. Oder historisch. Lewis und Clark Expedition, die erste Entdecker, glaube ich, irgendetwas sind da gewesen. Aber für mich ist das weniger interessant. Für mich interessiert eher das WC-Häuschen dort hinten. Viertel vor 12 Uhr und ich gehe jetzt auf die Schotterstraße oben statt auf dem Wanderweg weiter. Weil die Schotterstraße führt mich jetzt um den Bach. Ab 12 Uhr und ich bin jetzt bei diesem Bach angekommen. Fasse jetzt hier ein bisschen Wasser und mache eine Mittagspause. Und jetzt das nächste Wasser,
es glaube ich wieder 10 Meilen oder etwas so. Ja, ich muss dann nachher nachschlagen. Jetzt auch Eis. Und ich habe jetzt Mittagspause gemacht. Und nehme jetzt da die Schotterstrasse, die mich zurückführt auf den Wanderweg. Und etwa in 10 bis 11 Meilen, bin ich ganz sicher, komme ich zum Goldstein-Pass. Und dort hat es viel Wasser. So, der kurze Ausflug an der Straße entlang zum Bächli ist jetzt vorbei. Ich bin wieder vom Wanderweg. Es ist 5 vor 5 und ich komme zur Quelle. Da läuft schon Wasser. Jetzt weiss ich nicht, ob es etwas anderes noch gibt. Ich hocke jetzt aufeinander, ziehe den Rucksack ab. Ich kann nicht immer noch schauen. Und es ist dunkel am Himmel. Wir werden etwa hinten einmal nass. Es ist jetzt 10 ab 5 und es hat angefangen zu regnen. Und ich glaube, ich mache jetzt hier gerade einfach etwas zur Nacht und warte es ab. Es ist 5:45. Regnet tut es eigentlich nicht stark, aber es hat den ganzen Job gekühlt und es klopft und bollet. Jetzt fängt es wieder ein bisschen an, jetzt hocke ich wieder ein bisschen unten und warte es noch eine Viertelstunde. Ich hoffe, es ist so wie gestern, dass es nach einer Stunde vorbei ist. Nur gestern hat es nicht so abgekühlt. Vielleicht bin ich jetzt wie eher oben. Ich weiss es nicht. Ich schleife wieder unter den Bäumen. Es ist schon fast 20 ab 6 und es hat immer noch nicht nachgegeben. Ich gehe jetzt zum Goldstone Pass schauen, wie es hier aussieht. Ob es auf der anderen Seite aufgeklärt oder nicht. Es sieht ein bisschen besser aus, aber ist noch weiter weg. Ich glaube, ich stelle das Zelt hier oben irgendwo, wenn ich ein gutes Plätzchen finde.
Hier auf dem Goldstone Pass. Es ist Samstag, der 13. August, 6:35 Uhr. Ich laufe jetzt los in 110. Tag. Gestern ein bisschen ausbremst worden wegen dem Regen und dem Gewitter. Eigentlich am 5 Uhr schon aufgehört zu laufen. Heute ist wieder wolkenlos momentan. Ja. Hier am Humby Creek mache ich jetzt Mittagspause. Es ist 12:35 Uhr. Ich gehe jetzt noch nicht schnell auf die andere Seite, dann hat es ein Plätzchen im Schatten. Humby Creek war erfrischend, schnell drinnen gebadet. Jetzt ist 1:30. Ich laufe wieder weiter. Es ist jetzt 5:05 Uhr und ich habe mich hier auf einen Sattellöwe gekämpft. Dann an 3 kleinen Seen vorbei. Leider siehst du es dir nicht. Da durch das Tal rauf.
Jetzt hocke ich dir schnell ein bisschen hin. Mache ein bisschen Pause, verschnaufen, etwas essen, etwas Kleines. Und dann geht es, glaube ich, auch noch runter. Bis zum nächsten Tal. 20 ab 5. Machen wir noch einen Schlunk. Eine 2 Stunden circa. Dann will ich Schluss machen. Irgendwo dort muss noch. Wir haben einen über einen Sattel. Ist echt das der höchste Punkt? Oder geht es noch weiter? Es ist jetzt 20 ab 7 und ich bin jetzt gerade hier links abgebogen vom offiziellen Weg weg. Hinten zum Lena Lake. Das müsste auch so 100, 200 Meter nur sein. Das soll ein ganz schöner See sein. Wir müssen einen Zeltplatz dort haben. Und das war das Ende vom heutigen Tag. Weiter gehe ich nicht mehr. Es ist Sonntag, der 14. August und das müsste jetzt der 111. Tag sein. 20 vor 7. Mache mich wieder auf den Weg. Heute war das Ziel, möglichst näher an Chief Joseph Pass heranzukommen. So weit, dass ich morgen weniger als 10 Meilen laufen müsste.
Dafür müsste ich heute wieder über 30 Meilen machen. In 31 oder 32 Meilen hat es eine Quelle, wo man auch das Zelt aufstellen in der Nähe. Es hat immer noch so Grenzpestchen rum. Ich weiß nicht wie Menge Tag, aber es läuft mir schon ewig lang an der Grenze von Idaho und Montana entlang. Es ist 11:30 und ich laufe jetzt noch zum nächsten Bach. 1,2 Meilen. 20 Minuten. Es geht jetzt für ein ganzes Stück lang geht es jetzt nicht sein. Nachdem es am Morgen doch ein paar knackige Steigungen drin hatte. Meistens ohne Aussicht oben. Meistens haben dann Bäume die Aussicht versperrt. An dem Bächli zu suchen mache ich jetzt Pause. Mittagspause, es ist 5:12 Uhr. Aber es gibt Würstchen und Tortillas. So Salami-Würstchen, so kleine.
jetzt überall Blaubeerstudien und glaube ich, die heißen Cloudbeere. Die roten sind aus wie Himbeere. Oh ja, jetzt noch mehr Beere. Kommst nicht vorwärts so. Aber ein bisschen Vitamine ist gut. Ich bin immer noch nicht oben auf dem Big Hole Pass. Also ich habe es geschafft. Ich bin jetzt auf dem Big Hole Pass. Das letzte Stück ist jetzt da der Straße nachher. Und davor ist es noch ein bisschen gemächlich durch den Wald. Aber holy moly, zwischendurch war es ein Teilstück. Da war eine Spitzkehre am anderen. Sehr anstrengend. Und nachher die Sonne hat auch nicht zugezogen an die Wand. Und hat natürlich noch geholfen. Mein Liebe ist platschnass hinter den Rücken ab. Und irgendwo hat es da hier noch Wasser. Ich muss jetzt noch Wasser füllen, bevor ich weitergehe. Da hat der Wegbauer gedacht, das ist die Continental Divide Trail. Da kommen nur die stärksten und die toughsten Hiker durch. Das sind keine Weicheier. Und dann machen wir jetzt den Weg da geradeopsi. Geradeopsi machen wir da weg. Und zwar bis zur Oberstufe. Jetzt ist es der 9 und ich habe ein Zelt gestellt. Gegessen habe ich noch nicht. Und zuerst habe ich einfach die Quelle nicht gefunden, bin ich da vorbeigelaufen. Weil es ist alles verbrennt und sieht alles gleich aus. Und in diesem Fall war es nicht mehr nur, der darauf hingewiesen hat, wo die Quelle ist. Dann bin ich zu dieser Quelle gekommen und dann hat einer versucht, da ein bisschen mit einem Blättchen das Wasser ein bisschen zu reisen, dass es ein bisschen mehr kommt. Aber es sind Gartenschläuche rumgelegen. Es war niemand sicher ein bisschen Gartenschläuche drin, dass es etwa anständig Wasser kommt. Dann habe ich das einfach machen. Dann habe ich das Zeltplatz gesucht. Und das habe ich auch nicht zuerst wegmachen. Aber jetzt muss ich innere Richtung machen und nachher zur Nacht. Und nachher schleunigst liegen. Es ist 7:45 am Montag, 15. August, Tag 112. Ich habe jetzt meine 7 Sachen zusammengepackt
und mache mich auf den Weg zum Chief Joseph Pass. 10 Meilen. Und von dort versuche ich Auto zu stöppeln nach Derby zum Einkaufen, Lebensmittel einkaufen für die nächste Etappe. Es ist jetzt 25 ab 5 Uhr. In der Zwischenzeit ist einiges passiert. Ich bin am Morgen auf der Forststraße gelaufen, Richtung Chief Joseph Pass. Und etwa eine Meile vorher komme ich zu einem Büssli. Und da war der T-Dubs dort mit dem Campingbus vom Golden. Wann bin ich jetzt da? Auf die 11 Uhr bin ich am T-Dubs im Büssli vorbeigekommen. Kurz vor der 11. Da haben wir schnell miteinander geredet. Und der ist runtergefahren nach Derby mit mir. Er hat mich unten ausgeladen. Und dann hat er gefragt, wenn er mich dann wieder holen kann. Dann abgemacht um 4:30. Bin dort am Campingplatz. Konnte dort duschen. Und meine Akkus laden. Vom Nattel und so. Dann bin ich zu Mittagessen. Dann einkaufen. Für die nächsten Tage. Dann habe ich noch daheim angeleitet und etwas Fotos hochgeladen. Ja, und dann sind die 4-5 Stunden schnell vorbei gewesen. Und das ist der T-Dubs ist dann wirklich um 4:30 ist er pünktlich unten gekommen. Jetzt habe ich mich wieder hochgefahren. Chief Joseph Trailhead. Und jetzt machen wir ein paar Meilen heute Abend. Ich glaube im Winter dann auch hier langlaufen. Und das glaube ich heute zum Aufwärmen oder ich weiß auch nicht. Das hat glaube ich Skistände, sollte das glaube ich sein. Es ist 7:30 und ich bin hier auf dem Gibbons Pass. Ja, ist eine Kreuzung von 4 Strassen, mehr nicht. Das stimmt nicht, da ist noch ein WC hier oben und ein Bänkchen in der 4 Stelle. Und hier oben würde ich entweder mein Zelt stellen, hier bei der 4 Stelle. Irgendwo hier umeinander. Oder ich schlafe am WC-Häuschen. Ich habe das Loch ein bisschen aufgelassen,
Nicht zum Lift, aber es ist warm innen. Ja. Ein bisschen nachmachen und dann liegen am Morgen bei Zeit wieder los.